Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Gold steigt, Banken fallen 2008 versus 2023. Disclaimer: Gold steigt, Banken fallen 2008, 2023. Im Bankensektor gibt es wieder eine Krise und eine Krise wie oder vermutlich schlimmer als im Jahr 2008. Das Gold-Banken-Ratio zeigt ein identisches Muster wie kurz vor 2008 und vor 2023. Siehe die grünen Pfeile 1 bis 6. Gold hat sich nach 2008 mehr als verdoppelt. Die aktuelle Bankenkrise scheint jedoch viel größer zu sein. Eine Vervierfachung des Goldpreises in den kommenden Jahren ist damit sehr wahrscheinlich, also ca. 8.000 $. Goldaktien dürften in den kommenden Monaten, wenn Gold über sein Alltime-Hoch steigt und Silber Richtung 50 $ oder höher, mindestens den Bullenmarkt von 2008 bis 2011 wiederholen und übersteigen. Denken Sie daran, dass Junior-Gold- und Silberaktien immer noch historisch niedrigst bewertet sind und eine Verhundertfachung Sie mit einem Einsatz von 10.000 € zum Millionär machen kann. Ja, ist vielleicht ein bisschen reißerisch, aber ich will einfach darauf hinweisen, das hat es in der Vergangenheit gegeben, natürlich nur nicht bei besonders vielen Aktien und auch nicht bei jedem Goldaktienbullenmarkt. In den 1970er Jahren haben wir das auf einer relativ breiten Basis gesehen und die vor uns liegende Entladung dürfte etwas Ähnliches sein, eine relativ breite Basis, ein länger ansteigender Goldaktienboom, weil die Goldaktien sind im Verhältnis zu Gold auch noch wesentlich tiefer bewertet, als es jemals zuvor war. Das muss man so sagen. Und das sind im Prinzip die Zutaten, dass es zu einer enormen Anstieg einiger Goldaktien kommt. Ich würde natürlich sagen, insgesamt das ganze Depot, wenn man das eben dementsprechend verteilt hat, sollte man sagen, sollte sich zumindest in dieser Phase, also diese gesamte Assetklasse um das Zehnfache höher steigen. Also ein typisches Goldaktien, diversifiziertes Goldaktienboard. Aber in Einzelfällen hat es sowas gegeben. Insofern muss man das ein bisschen relativieren natürlich. Ähm, ja, die Situation ist ähnlich mit der Finanzkrise. Die Banken sind unter Stress. In dieser Phase waren also auch wie 2008 hatten erst die Banken Probleme und ein Folgeecho war zu sagen, dieser steigende Gold- und Silberpreis. Es hängt einfach damit zusammen, dass jetzt unglaubliche Gelder gedruckt worden sind, die jetzt die jetzige Situation retten oder bereitstellen, wie man das sagen will. Die schaffen ja das Geld im Grunde genommen aus nichts, das wissen wir ja alle. Und das ist eben noch nicht sofort wirksam auf den Gütermärkten. Das ist in dem Bankensektor, um irgendwelche Bilanzen zu stabilisieren. Aber wie eben ab 2008, ab 2009 sind dann diese Geldmengen dann auch in die Realmärkte eingeflossen und das hat reingeflossen. Und deswegen gab es ja von 2009 bis 2011 diese enorme Goldaktienrallye und auch den Goldanstieg. Und eine ähnliche Situation, nur mit einer höheren Magnitude, steht möglicherweise jetzt bevor. Ja, hier nochmal ein anderes Chart, Gold versus Banken. Ähm, Oben ist Gold, unten ist der Zustand der Banken. Und Sie sehen hier in der letzten Finanzkrise, als die Banken abgerutscht sind, wurde Gold erst etwas mitgerissen. Und dann ist aber das Phänomen eben passiert. Die Banken wurden auf niedrigem Niveau stabilisiert, aber diese gedruckten Geldmengen sind dann in die Gütermenge geflossen, sprich in den steigenden Goldpreis. Und das hat eben auch eine Goldaktienrallye ermöglicht. Ganz ähnlich auch hier wie auch seit 2020, also seit 2019 ging eigentlich mit der Repo-Krise und dann hier mit dieser Corona-Geschichte, was möglicherweise durchaus rein finanztechnisch zusammenhängt, sind dann auch die Banken runtergegangen und hier war wiederum die Folge eine Goldrallye und eine Goldaktienrallye. Und jetzt deutet sich eigentlich noch was an. Jetzt gibt es einen Einbruch in den Bankensektor, der wird nicht sofort wirksam für den Goldpreis, dürfte aber dann wie zwischen 2009 und 2011 zu einer Goldaktienrallye führen. Vermutlich 2500, 3000. Ich will da nicht so viel rumspekulieren, da kursieren mehrere Zahlen, aber es dürfte erheblich sein und das wiederum führt zu einer Goldaktienrallye. Und Sie wissen ja, denke, man wird einfach reich damit, wenn man gute Goldaktien, Penny Stocks kauft. Ähm,
die werden zu Dollaraktien oder mehr in dieser Situation. Das war so hier zwischen 2009 und 2011. Im Grunde genommen auch teilweise hier. Natürlich konnte man es nicht so leicht timen, aber noch sind die Goldaktien billig, noch kann man aufladen. Und wenn jetzt Gold auf 2500, 3000 geht, haben wir eine massive Goldaktienrallye. Da sind viele Goldaktien, die eben, wie gesagt, jetzt Penny Stocks sind dann im Dollarbereich oder mehr. Das ist die ganz große Chance aus meiner Sicht. Hier nochmal ein Statement von Peter Schiff, das er gerade announced hat. Also im Jahr 2008 war die Finanzkrise begleitet von einem starken Dollar. Und im Jahr 2023 die Finanzkrise läuft zusammen mit einem schwachen Dollar. Der starke Dollar erlaubte der Fed damals mit den QE-Programmen äh, fertig zu werden. Also ohne dass größerer Schaden angerichtet werden, das konnte diese QE offensichtlich das stabilisieren, das Bankensystem, wie Sie das sehen, und auch damit das gesamte Finanzsystem. Aber dieses Mal ist der Dollar schwach und die Inflation wird massiv ziehen und auch die Zinsen müssen hochgehen, im System zusammenzuhalten. Und vor diesem Hintergrund ist auch die aktuelle EZB-Zinserhöhung zu sehen. Wenn Sie das nicht machen, haben wir sofort hier enormes Grün bei den Goldaktien und Gold. Also es geht denen auch nicht mal darum, den Anstieg zu verhindern. Das können sie nicht mehr, sondern zu bremsen, kontrolliert hochgehen zu lassen. Was wiederum für uns gut ist, dieses kontrollierte Hochgehen heißt, wir haben die nächsten Monate noch keine systemische Krise, sondern im Grunde genommen erst einmal nur ein stückweises Hochlaufen, hoffentlich der Goldaktien und damit der Goldaktienmania. Und wir können dann Gewinne noch dementsprechend für weitere Goldkäufe, Silberkäufe, Sachwerte oder was auch immer denn nutzen. Also ich denke mal, wenn man jetzt im Gold- und Silber- und Goldaktienbereich ist, die nächsten 6 bis 12 Monate, ist man hier der große Gewinner. Ja, hier auch dazu noch mal ein passender Goldprojektgenerator aus Ontario. Das Unternehmen operiert in einem Goldabbaugebiet mit über 64 Millionen Unzen historische Produktion. Eric Sport ist in den Unternehmen übrigens auch investiert. Es liegt in Ontario. Hier sehen Sie die Hudson Bay, West-Ontario. Und das ist auch in der Nähe, wo eben das auch eben zu diesem Great Beer aktiv war. Great Beer ist ja damals von 2016 5 Cent auf 2020 auf $30 gestiegen. Das ist jetzt King Ross. Ein 600 Bäcker, das muss man sich mal vorstellen. Und in einen wirklichen Goldboom hoffen wir natürlich, dass Ähnliches passiert und dass die Investoren dann eben besonders auf diese sicheren Rechtsgebiete wie Ontario gucken. Ich meine, das ist vielleicht doch noch ein bisschen irgendwas anderes als Südamerika und das könnte auch nochmal einen extra Push geben und dann haben die ja diese enorm hohen, das sieht man hier nicht so genau, enorm hohen Bohrergebnisse hier im Slate Files Projekt. Ähm, das mit 861 Gramm pro Tonne Gold und sage und schreibe 3225 Gramm pro Tonne Silber. Und Sie wissen ja, Silberprojekte in Nordamerika werden auch ganz anders bewertet. Das gibt es nämlich nicht so viele von. In Alaska, da hatte ich in der Vergangenheit, gibt es noch einiges hochgradiges Silber. Ontario meines Erachtens eigentlich nicht so viel, sondern eher Gold. Das macht es natürlich auch nochmal interessant und könnte auch nochmal einen Bewertungspush führen. Und Sie sehen, das hat es ja auch schon gegeben bei diesen letzten Goldaktienbooms hier von 2020, Finanzkrise, stieg die mal eben so von 10 Cent auf fast $1. Und das kann sich natürlich jetzt auch ruckzuck wiederholen, ein paar gute Bohrergebnisse und ein verbessertes Marktklima und das Unternehmen ist bei $1. Wir hoffen natürlich, dass es weiter steigt. Ne? Dass die Mania ausbricht, dass Gold auf 2200, 2300, vielleicht 200, geschweige 3000 geht. Was passiert dann bitte schön mit solchen Goldaktien? Wagt man nicht dran zu denken. Wie gesagt, das passiert sehr, sehr selten, weil wir glauben, dass eben genau wir vor solcher Situation, von so einer Situation zumindest, die ähnlich ist der Situation von 2009 bis 2011. Und das war einer der schönsten Goldaktien-Bullenmärkte, wo viele Millionen gemacht haben. Ja, also nochmal, das Unternehmen hat viele Projekte. Eric Sprott ist investiert, absolut hochgradiges Gebiet. Silber ist eben auch dabei, liegt im sicheren Rechtsgebiet. Wie immer, es ist keine
Kaufempfehlung, es ist auf alle Fälle mal interessant, sich das Unternehmen anzusehen, aus meiner Sicht. Ja, generell nochmal, warum sind wir hier im Goldaktiensektor? In den 1970er Jahren hat es so einen enormen Boom bei Goldaktien gegeben. Die sind von 10, 20 oder 30 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Also man konnte gar nicht selten aus 1.000 $ eine Viertelmillion machen. Wir vermuten, dass es eine ähnliche Situation vor uns steht. Das sehen Sie auch an diesem Gold-Gold-Aktien-Ratio. Das heißt, hier wird die Anlageklasse Goldaktien mit Gold in Verbindung gesetzt. Ähm, und da sehen Sie, dass seit 1996 die Goldaktien im Bärenmarkt, also systematisch gefallen ist, bis im Prinzip jetzt seinen Boden gefunden hat. Und wir glauben, durch diese veränderten Verhältnisse kann sich das jetzt umdrehen. Und das würde zur Folge haben, dass wir eigentlich einen der größten Goldaktienmärkte des Jahrhunderts sehen. Und das ist nicht übertrieben, weil Sie sehen hier diese extremen Verhältnisse. Das kann jetzt zurückschnappen. Auch zum Beispiel, was jetzt die Energie betrifft, nimmt man an, dass der Ölpreis noch etwas weiter fällt. Das würde das auch unterstützen, dann allerdings auch wieder steigt. Das ist gar nicht so eine schlechte Umgebung für Goldaktien. Also die Energiepreise waren schon mal höher. Von der Seite gibt es meines Erachtens auch grünes Licht. Also es könnte die wirklich sehr interessante nächste 6 bis 12 Monate gehen. Und es ist ja auch so, diese Goldaktien-Spikes, die sind wirklich kurzfristig. Sie kennen das vielleicht noch im Jahr 2016. Und da ging es eben von Januar bis August, September. Ja, das sind dann etwas mehr als 6 Monate. Und wenn es dann richtig in Bewegung kommt, kriegen wir vielleicht auch, ich nehme an, mehr. Es wird irgendwo zwischen 6 bis 12 Monaten sehen und dann ist dieser Spike, wird sich dann auch erschöpft haben. Aber dann ist das große Geld aus meiner Sicht gemacht. Ja, nochmal was zu der langfristigen Perspektive. Im Wesentlichen wissen wir ja, aufgrund der Verzerrung, Verschuldung und all solcher Themen äh, haben wir eigentlich keine lineare Entwicklung an den Finanzmärkten. Also meines Erachtens muss man die Investitionsverhalten an die kommenden Ereignisse ausrichten. Also wir wissen alle, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, Egon von Greyerz und so, die predigen das ja ähnlich, Mike Maloney. Gold GD hat irgendwo seine Spitze irgendwo bei 8.000 $ heutige Kaufkraft, Silber irgendwo vielleicht was zwischen 200 und 400 $. Das kann allerdings noch eine Zeit lang dauern, bis es hingehen, weiß kein Mensch. Aber ich denke mal, dass die früher oder später erreicht werden. Was jetzt eben interessant ist, ist diese extreme Unterbewertung von Goldaktien zu Gold. Das ist eben auch ein Ereignis. Gold muss jetzt nur moderat steigen, gar nicht viel, wie 2.500 $. Das merkt im Prinzip keiner. Aber das würde bedeuten, dass die Goldaktien im besten Fall um das 10- bis 100-fache in Einzelfällen steigen. Hier sehen Sie eine Aussage aus dem Silberbullenmarkt der 1970er Jahre. Das war zwischen Anfang 1960er Jahre, von 1960 bis 1968. Da ist der Silber von 1,30 $ auf 6 $ gestiegen. Und dann wurde ja auch das Silber aus dem Geld rausgenommen. Und Begleiterscheinung war eben, dass gerade, da gab es noch, sage ich mal, eine andere Börse, wo diese Silberaktien, das Spokane Stock Exchange, dort ist keine, das ist die Aussage, keine Aktie weniger als um das 160-fache gestiegen. Und das ist einfach unglaublich. Und wenn sowas in der Art jetzt vor uns liegt, kann man das als isoliertes Ereignis machen. Also man macht eben mehr Geld mit Gold- und Silberaktien eben vielleicht wahrscheinlich vor allem und kann dadurch mehr Gold und Silber kaufen und davon leben in dieser Phase. Dann haben Sie mehr Gold und Silber, dann kommt möglicherweise wirklich der absolut ökonomische Tiefpunkt mit wirklich systemischen Problemen, Bankenschließungen, absolut extremes Szenario, aber Gold und Silber dürfte denn diese beschriebenen Werte erreichen und das ist dann der Punkt, da kann es nicht mehr höher gehen. Da muss man dann ein Haus kaufen oder eben hier, wie das hier schematisch angedeutet ist, vielleicht Aktien, sofern was da noch von übrig geblieben ist. Sie sehen hier, 1980 hatten wir das. Und auf 1980 bezieht sich eben auch dieser Mike Maloney. Da konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Was sind heute 500 Unzen vom Preis her? Das sind 10, 20, 30, sagen wir mal 30. Das sind, ja, das sind 15.000. Heute muss man investieren und dann kann man in diesem Extremszenario kaufen. So ist das Aufwertungspotenzial von Silber. Und das drückt aber eben auch diese Chart hier aus.
Jetzt aktuell muss man noch 13 Unzen für durchschnittlich einen Dow hinlegen. Und 1980 konnte man ganzen Dow für eine Unze Gold kriegen. Und man nimmt an, dass sogar das noch unterboten wird. Das heißt, für eine Unze kriegt man möglicherweise in der Spitze 2 Dow. Und das ist natürlich dann absolut interessant, sich dann vielleicht ein Haus unter den Nagel zu reißen oder andere Werte oder eben was vom Aktienmarkt dann übrig geblieben ist, dann diese Aktien. Jedenfalls basiert auf den alten Zahlen. Wie das genau kommt, ob das noch mit anderen Verhältnissen oder Tragödien einhergeht, das wird hier nicht diskutiert. Ne? Das ist, sage ich mal, so ein bisschen einfach hochgerechnet, wie war es hier 1980 und wie könnte es jetzt werden. Das ist einfach der Hintergrund. Ja, und das Ereignis 3, was war dann von 1980? Wer hätte von 1980 dann, also wenn alle wirklich um jeden Preis über Inflation bringen und Gold investieren, war der Boom natürlich vorbei. Und siehe da, was passiert? Der normale Aktienmarkt beginnt wieder zu steigen. Und es wäre eigentlich relativ einfach gewesen. Man hätte eigentlich 1980 nur in Top-Fonds investieren müssen. Vielleicht hätte man den Berkshire Hathaway gemacht. Der stieg nämlich dann in dieser Zeit, wo Gold sich nicht bewegt hat oder eher gefallen ist. Von 1980 bis 2000 stieg eben sein Fonds um das 400-fache. Ja, also so läuft das. Und nun ist eigentlich der Gedanke, der meiner Meinung nach sehr faszinierend ist, dass man diese Ereignisse nicht Opfer von jedem Ereignis wird, sondern diese Ereignisse multipliziert. Das könnte man investieren in Ereignisketten meines Erachtens nennen. Also das heißt, wir nehmen jetzt 200 $, hoffen, dass wir im Schnitt um das 25-fache mit Goldaktien machen, bei diesem beschriebenen Goldaktienboom. Dann kaufen wir davon zum Beispiel mehr Edelmetalle, Gold und Silber. Das steigt dann in dieser möglicherweise doch beim ökonomischen Tiefpunkt, diese Krise, dann noch um das Vierfache. Und am Höhepunkt dieser Krise ist natürlich der beste Zeitpunkt, dann eben in Häuser oder Top-Aktien zu gehen. Und das ist das schematisch mit der 50 dann dargestellt. Und das können dann Top-Fonds sein oder Zukunftstechnologien. Man muss natürlich auch sich Warren Buffetts Satz bewusst machen von 2000 Fluglinien, die es, glaube ich, in den USA, hat er mal gesagt, in den 1960er Jahren gab es dann nur eine 2 oder 3 übrig geblieben. Also mit der einzelnen Aktienauswahl ist das solche Sache. Wir haben normale keine Kristallkugel. Deswegen macht meiner Meinung nach absolute Top-Fonds durchaus Sinn zu investieren. Trotzdem sollte man sich davon nicht abhalten lassen, in Zukunftstrend, was man auch immer denkt, oder spezifische Länder dann zu investieren. Aber wenn man das eben zusammen addiert, würde das bedeuten, man investiert immer regelmäßig 200 $, jetzt eben in Goldaktien und reinvestiert das in die andere Assetklasse, wenn sich es geändert hat. Und man kann so viele Investmentketten davon auflegen. Diese einzige Investmentkette könnte theoretisch 1 Million langfristig bringen. Und das ist doch in jedem Fall ein Beitrag zur Lösung des Rentendilemmas. Also sich nicht von einer Situation jetzt hier ruinieren lassen. Das Ereignis, was vor uns liegt, ist Geldentwertung, ist Goldpreisspitze. Das kann man überhaupt nicht ändern. Und man muss meiner Meinung sage ich mal, das ist eigentlich diese Rentenreform, dass man sich wirklich, dass man im Grunde genommen sein langfristiges Investverhalten an diese kommenden Ereignisse versucht auszulegen. Also das ist jedenfalls ein Gedanke, der mir eben sehr gefällt. Ja, 1000-Becker-Report. Ähm, äh, wir versuchen eben diese Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu berechnen, identifizieren. Wir berechnen Potentialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Grad des Metalles, Menge der Anzahl der Unzen. Wir haben eine Excel-Strategie entwickelt, was kauft man, wenn eben dieser Boom hier vorbei ist. Ähm, ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn das für Sie soweit interessant war. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben. Dann wird nämlich dieses Video auch anderen potenziell interessierten Zuschauern aufgezeigt. Vielleicht noch mal eine abschließende Info, gerade wenn Sie, sage ich mal, vielleicht hier den Report bestellt haben, mit PayPal agiert haben oder so. Manchmal kann ich Ihre
E-Mail-Adresse nicht identifizieren. Also wenn Sie irgendwas vermitteln, schreiben Sie mich an oder kontaktieren Sie mich, dann kann ich Ihnen das zuschicken. Also nicht irgendwo warten. Also das ist manchmal das Problem, dass ich da Ihre Kontaktdaten nicht habe. Okay, nochmal vielen Dank also für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.